Moin, na, willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video. Dich würde ich heute gerne mal mitnehmen. Und zwar geht es darum, dass ich hier in der Nähe ein Torfabbaugebiet gescoutet habe. Und das würde ich mir gerne mit dir zusammen anschauen. Und ich habe meine FPV-Drohne dabei und dann schauen wir mal, was wir dort für spannende Aufnahmen machen können. Viel Spaß! Ah, guck dir das an, hier wird es langsam interessant. Hier sind schon Schienen zu sehen. Schauen wir mal, wo die hinführen. Also ganz gerade sind die Schienen nicht. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht. Aber hier scheint noch irgendwas zu fahren. Das sieht nicht so aus, als wäre das schon länger her. Na, schauen wir mal. An sich ein ganz schöner Tag heute. Letzte Nacht war das sehr stürmisch. Es ist eben noch März, aber der Frühling kommt langsam. Ich glaube, heute sind so 10, 11 Grad. Das ist übrigens das Video, wo ich endlich mal die ganzen YouTube-Floskeln raushauen kann. Also kannst du weiter darauf gespannt sein, ob du noch ein paar YouTube-Spruchklassiker erkennst. Ich werde am Ende bestimmt noch den bringen, mit dem Abonnieren und der Glocke. Gut, aber jetzt erstmal weiter. Ein paar Kilometer sind das hier tatsächlich. Aber ich wollte ja auch nicht mit dem Auto reinfahren. Ich versuche immer so wenig Fußabdruck in der Natur zu hinterlassen wie möglich. Ja, hier finden sich tatsächlich schon die ersten Spuren. Torfreste auf dem Boden. Da sieht man, wie faserig das ist, ne? Ganz spannend. Mal gucken, wie das riecht. Riecht überraschend nach nichts. Ja, so ganz leicht nach Erde, ne? Aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass das schon getrocknet ist und hier schon ein bisschen länger liegt. Wer weiß. Guck dir das an. Hier wird es langsam interessant. Da sind schon die ersten Torfblöcke erkennbar. Das Schild hat auch schon bessere Zeiten gesehen, oder? Aber gut, das Wichtigste kann man noch lesen. Ist noch erkennbar. Ich wollte gerade sagen, hast du gewusst, dass Torf immer noch abgebaut wird? Aber das ist ja offensichtlich, wenn man hier so lang läuft. Hier sind rechts und links jetzt auch schon relativ große Flächen, zeige ich dir gleich mal. Ja, Torf wird tatsächlich abgebaut, primär zum Heizen. Das war schon immer so und soll wohl auch immer noch der Fall sein. Es gibt wohl richtige Torfheizkraftwerke und außerdem wird Torf verwendet in der Kosmetik, in der Medizin und tatsächlich auch zur Whisky-Herstellung. Also nicht bei jeder Sorte, aber wird wohl verwendet. Ja, hier gabelt sich jetzt plötzlich die Schiene und dieses Gebiet kommt zum Vorschein. Das sieht ja schon ganz spektakulär aus. Ich werde aber, glaube ich, noch ein Stück weiter gehen, weil das Gebiet da nach hinten relativ groß wird. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das lohnt, noch ein bisschen weiter zu erkunden. Wenn ich hier schon mit dir spazieren gehe, kann ich ja kurz ein bisschen was über mich erzählen. Ich heiße Steffen, alias Steff FPV, und ich mache seit einigen Jahren FPV-Content, primär auf TikTok und Instagram. Und
Es ist mir eigentlich immer zu schade. Ich reise an Orte, ich bin gerne in der Natur und ja, mache dort entsprechende Aufnahmen mit meinen FPV-Koptern. Und es ist ein wenig schade, dann immer die Sachen dann eben nur für ein kurzes 30 Sekunden Video bei oder 15 Sekunden Video bei Instagram zu verwenden. Und deswegen ist die Idee, dass ich dich eben zukünftig mitnehme und du auch ein paar Einblicke Einblicke sammeln kannst in das, was ich hier tue. Primär mache ich Cinematic FPV. Ich mag diesen Begriff nicht allzu sehr. Klingt irgendwie wichtig. Ja, wie dem auch sei, ist meine Meinung. Ja, ich nutze halt eben meine Kopter, um damit Filmaufnahmen zu machen, die möglichst spannend, spektakulär sind. Und das ist sozusagen das, was ich tue. Würde mich freuen, wenn du natürlich in den nächsten Videos dabei bist, dir die Sachen anschaust. Jetzt kann ich den Satz sagen, den ich vorhin sagen wollte. Also lass gerne ein Abo da, du kannst natürlich auch liken. Ja, schreib mir auch gerne einen Kommentar. Wie gesagt, das ist das erste Video hier auf diesem Kanal. Lass mich gerne wissen, was du denkst. Vielleicht kann ich was besser machen. Vielleicht gibt es Sachen, die dich mehr interessieren oder weniger interessieren. Also lass mich das gerne wissen. So, hier kommt wieder ein Gebiet. Das sieht auch spannend aus. Ich zeige dir das gleich. Ich gehe mal ein bisschen dichter ran. Eine riesige Fläche mit frischem Torf. Da vorne sind die Schienen ausgehoben. Ich zeige dir das mal. Ich hoffe, du kannst das erkennen. Ja, spannend. Und hier neben mir ist ein riesiger Berg, aufgeschütteter Torf. Ja, mal sehen. Ich glaube, ich gehe erstmal noch ein Stück weiter und dann kann ich hier später nochmal anhalten. So, ich glaube, der erste Spot ist gefunden. Ich nehme dich mal mit hier ein bisschen rüber. Das sieht ja schon ganz spannend aus. Wenn du mal guckst, da drüben sind so Torfballen aufgestapelt. Dich stelle ich mal hier irgendwo hin. Dann kannst du dir das anschauen. Ich habe mir gedacht, ich werde hier mal nicht den Erklärbär spielen. Wenn dich interessiert, was ich hier mache, was für Parts ich verwende, dann schreib das gerne mal in die Kommentare. Es gibt so viele andere tolle YouTube-Kanäle, die alles bis ins kleinste Detail erklären. Das wollte ich hier jetzt nicht tun. Wenn du konkrete Fragen hast zu meinem Setup, so, dann lass mich das gerne wissen. Dann antworte ich dir natürlich sehr gerne. Was ich auf jeden Fall immer mache, und jetzt mache ich doch den Erklärbär, dass ich vorher gucke, ob ich den richtigen
ND-Filter verwende auf der GoPro, weil das wäre sonst schade natürlich, wenn die Aufnahmen nichts werden. Dann kann es losgehen. Super, dass die Sonne noch ein bisschen rausgekommen ist. Bild ist da, GoPro läuft. Dann geht's los. Was ich immer erstmal mache, dass ich das Gebiet hier einmal abfliege, gucke, wie die Signalstärke aussieht. Und es ist immer ganz gut, einen Überblick zu bekommen über das ganze Gebiet und natürlich auch eine Idee zu entwickeln, was man hier fliegen will, ne? Irgendeine schöne Line entwickeln im Kopf. Das kann man ja leider oft erst tun, wenn man in der Luft ist. Aber so sieht das alles ganz gut aus. Und spannend sieht's aus. Die einzelnen Blöcke. Gut. Super, dass das Wetter aufgeklärt hat. Da können wir hier eine richtige Torferkundungsrunde machen. Den Kopter zu fliegen und parallel Geschichten zu erzählen, ist gar nicht so einfach. Multitasking. Aber an sich sieht das ja schon ganz spannend aus. Ja, hier haben wir anscheinend so einzelne Gräben ausgehoben. Fliegt mal ein bisschen weiter hier rüber. Hier seht ihr das. Und links von dem Graben liegen dann eben diese Torfwürfel. Ich vermute zum Trocknen. Aber ich glaube, es lohnt sich auch gleich noch ein Stück weiter zu gehen, wenn ich das hier hinten richtig sehe. Das werden wir auf jeden Fall machen. Das war doch schon nicht schlecht. 1 minute. Gut. Gut, dann habe ich, glaube ich, alles zusammengepackt. Sieht gut aus und dann kann es weitergehen. Dich nehme ich natürlich auch wieder mit. Und ein paar Meter müssen wir jetzt noch machen. Oh ja, jetzt wird es langsam spannend. Hier sind überall rechts und links Torfabbaugebiete, frisch. Und ich sehe da hinten auch schon größere Maschinen stehen, Bagger unter anderem. Und ein Teil von dem Zug, der hier fährt. Wahrscheinlich um den Torf hier wegzubringen. Das gucken wir uns gleich mal genauer an.
Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Da ist ein riesiger Torfberg. Davor steht ein Bagger. Rein theoretisch ist das hier übrigens eine Sackgasse. So habe ich das zumindest gesehen. Beziehungsweise gibt es hier dann eine Zugangsstraße, in die man hier reinfahren könnte, was ich wie gesagt ja mit Absicht nicht gemacht habe. Mittlerweile ist tatsächlich die Sonne rausgekommen, habe ich nicht mit gerechnet. Die Vorhersage war eine andere. Langsam wird es warm. Und ich würde sagen, hier ist gleich Feierabend. Hier geht es nicht weiter. Gut, haben wir das Ende von diesem Gebiet erreicht. Und jetzt kommt der FPV-Copter nochmal zum Einsatz. Gut, ich glaube, hier ist ein guter Ort. Dann werde ich mal mein Zeug wieder aufbauen. Gleiches Spiel wie vorhin. Gut, dann ist alles aufgebaut. Nächster Lieblingssatz, die GoPro läuft. Und dann kann es losgehen. Erstmal, wie gesagt, ein bisschen umgucken, wie beim letzten Mal auch. Der Wind ist ein bisschen aufgefrischt, aber das soll uns mal nicht stören. Ich habe schönen Rückenwind. Aber das sieht doch hier schon ganz spannend aus. Den Bewuchs finde ich ja hier auch witzig. Stehen auch noch ein paar Maschinen rum, ein paar Bagger. Aber der Lipo ist bald leer. Den werde ich mal wechseln und dann schauen wir uns mal auf der anderen Seite um. Thumb. Sehr schön.
Gut, Lipo-Wechsel und dann seid ihr gleich wieder da. Gut, neuer Lipo ist dran. Und ich habe mich einfach mal umgedreht, weil ich möchte jetzt in diese Richtung fliegen. Da habt ihr ja gerade schon gesehen, da stehen auch mehrere Fahrzeuge. Und die gucken wir uns mal jetzt genauer an. Armed. Gut, hier steht ein Bagger. Dann so eine Lok oder wie auch immer, Zugeinheit von diesem kleinen Zug. Und hier hinten ist noch ein größerer Bagger. Mit einer riesigen Schaufel. Und ein riesen Hügel. Gut. Gucke ich mir das Gebiet hier auch erstmal wieder an. Das sieht schon abgefahren aus. Der Wind pfeift hier durch. Oh, da ist eine Scheibe drin. Die soll ja natürlich auch drin bleiben. Oha. Da war gerade eine Taube oder irgendwas. Ein Raubvogel. Disarmed. Gut, wo bist du da? Ja, ich glaube, die Shots sind im Kasten. Ich werde jetzt mal zusammenpacken und dann sehen wir uns gleich nochmal. Ich habe alles wieder zusammengepackt. Für mich geht es zurück zum Auto. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz schöner Fußmarsch. Ich glaube, auf der Uhr hatte ich jetzt 1,5 Stunden. Und ja, ich freue mich, dass du, wenn du immer noch dran bist, dass du dran geblieben bist. Und ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Und die Aufnahmen haben dir gefallen. Und jetzt kann ich den Satz sagen, den ich vorhin schon angekündigt habe. Natürlich freue ich mich auch über ein Abo, über ein Like oder einen Kommentar. Wie gesagt, erzähl mir gerne, was ich besser machen kann, was dir gefallen hat. Also ich bin für Kritik immer offen. Gut, dann bleibt mir einfach nur noch zu sagen, ich wünsche dir einen schönen Tag oder eine gute Nacht oder wann auch immer, wie spät es bei dir ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.